Ja, ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über etwas reden. Ich habe etwas herausgefunden. Ich habe herausgefunden, warum ich überhaupt Minimalismus betreibe. Ich habe immer gesagt, Minimalismus ist kein Selbstzweck in meinem Leben, aber ich habe es gemacht, weil es sich gut und richtig anfühlt. Und seit ich dieses Buch gelesen habe von Nina Brockmann, 4 Worte, die dein Leben für immer verändern, weiß ich, warum wir das machen mit dem Minimalismus. Papa, Ja, das sind meine letzten kostbaren Momente in Finnland. Und ich möchte dir meine Erkenntnisse, die ich in dieser doch entschleunigten Woche haben durfte, mitteilen. Und sie haben, wie gesagt, auch mit diesem Buch zu tun. Ja, ihr Lieben, meine letzten Momente hier in Finnland auf dieser wunderbaren Insel, die Woche, die ich hier mit meinen Söhnen verbracht habe, fühlt sich an, als wären es 2 oder 3 Wochen gewesen. Ein wunderbarer Moment, um mit euch über Minimalismus und Fülle zu reden und was das miteinander zu tun hat. Ich persönlich habe schon lange gespürt, dass Minimalismus mein Weg ist, aber so richtig in Worte fassen konnte ich es nicht. Ich wusste, weniger Dinge, weniger Ballast, das macht mich frei. Aber warum eigentlich? Warum tun wir das Ganze überhaupt? Ich bin ja nicht allein auf diesem Weg. Und dann habe ich das wunderbare Buch 4 Worte. Ich lebe in Fülle von Nina Brockmann gelesen. Und plötzlich ist es mir klar geworden, nur durch das Loslassen gelangen wir zur Fülle. Nicht durch Anhäufen, nicht durch mehr Besitz, nicht dadurch, dass ich noch etwas obendrauf packe, sondern genau durch das Gegenteil, durchs Gehen lassen, durchs Lösen, durchs Freiwerden. Das klingt im ersten Moment paradox, fast wie ein Widerspruch. Ich will mehr Fülle und deshalb lasse ich los. Wie soll das zusammenpassen? Und doch ist es genau die Erfahrung, die ich in meinem eigenen Leben immer wieder gemacht habe. Je mehr ich gehen lasse, je weniger ich anhafte, desto mehr kommt zu mir zurück. Je weniger ich krampfhaft festhalte, desto mehr fließt. Und genau in diesem Fluss beginnt Fülle. Minimalismus ist für mich ein Werkzeug. Es ist kein Dogma, es ist keine Religion, es ist kein enges Regelwerk, sondern eben ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das mich irgendwo hinführt. Zu mehr Kreativität, zu mehr Effizienz, zu mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben. Es geht darum, mich auf die Essenz zu konzentrieren. Das, was wirklich wichtig ist, für mich ganz persönlich. Und genau da zeigt sich für mich die wahre Schönheit des Minimalismus. Ich arbeite sehr gerne nach dem KISS-Prinzip, Keep it simple, mach es einfach. Und nach dem 80-20-Prinzip. Mit 20% des Aufwandes 80% erreichen. Und dann auch den Mut haben zu sagen, es reicht, es ist gut, ich gehe weiter. Minimalismus bedeutet für mich nicht alles perfekt, steril, alles auf Hochglanz. Minimalismus bedeutet Klarheit, Übersicht und vor allem Leichtigkeit. Und weißt du was? Genau dadurch macht es mir heute mehr Freude, was ich tue. Es steigert meine Kreativität, es macht mich effizienter und gleichzeitig schenkt es mir ein Lächeln. Aber im Kern geht es um etwas noch Tieferes für mich, um Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen habe ich von meiner lieben Mama gelernt. Sie war wie ich auch Kraniosakraltherapeutin. Und bei ihr hing immer ein kleines Schild an der Wand: Trust the Tide. Vertraue auf die Welle, auf die Gezeitenbewegung. Und sie hat immer gesagt, unsere Hände sind wie Segel. Wir spannen die Segel und dann warten wir auf den Wind.
Ja, und dieses Bild von meiner lieben Mama ist für mich das schönste Bild für Minimalismus und Fülle. Wir spannen die Segel, indem wir loslassen, indem wir Platz schaffen, indem wir nicht krampfhaft alles kontrollieren. Und dann vertrauen wir darauf, dass der Wind kommt, dass das Leben trägt, dass die Bewegung von selbst entsteht. Minimalismus ist für mich genau das: Segel spannen und dem Leben vertrauen. Ja, in ihrem wunderschönen Buch beschreibt Nina Brockmann sehr schön den Unterschied zwischen Mangel und Fülle. Die meisten Menschen leben im Mangel. Mangel bedeutet Angst, Angst vor Leere, Angst, dass etwas verloren geht, Angst, dass nicht genug da ist, Angst vor Veränderung und Angst vor Einsamkeit. Und aus dieser Angst heraus horten wir. Wir kaufen die 5. Winterjacke, wir behalten alte Zeitschriften, wir füllen Keller und Dachböden. Und Mangel spricht immer in Extremen. Mangel sagt Sätze wie „nie wieder werde ich" oder „für immer werde ich". Das ist Mangel. Fülle dagegen ist still. Fülle sagt: ich habe, es reicht. Fülle lädt uns ein, loszulassen, zu vergeben und zu vertrauen. Ja, die mich schon ein Weilchen kennen, kennen die Geschichte von meinem Minimalismusbüro. Ich erinnere mich gut an mein altes Büro, so wie es früher war, vollgestopft, überall Kabel, Dokumente, Geräte. Es war so überladen, dass ich die Tür oft einfach zugemacht habe, weil es mich überfordert hat. Kennst du dieses Gefühl, wenn du einen Raum gar nicht mehr anschauen kannst, weil er dich erdrückt? Ja, genau da war ich und genau da beginnt Minimalismus. Nicht als Perfektion, sondern als Rettung. Dann habe ich angefangen, Schritt für Schritt loszulassen. Ihr habt es bestimmt gesehen, Ordner für Ordner, Schublade für Schublade. Und am Ende blieben 16 Gegenstände in diesem Büro, das jetzt ein Gästezimmer ist. Ja, und zum ersten Mal war da nicht Leere im negativen Sinn, sondern Fülle, Platz, Klarheit, Energie, Ideen. Und genau das ist der Punkt. Fülle entsteht nicht durchs Anhäufen, sondern durchs Loslassen. Ein Schlüssel für diesen Prozess sind Werte. Mein Kollege Selim Tolga hat das in 2 Fragen zusammengefasst. Ist etwas gebraucht? Ist es geliebt? Und genau diese Fragen helfen. Was brauche ich wirklich und was liebe ich wirklich? Wo darf mein Herz hineinfließen? Das ist die eigentliche Kunst. Es ist kein Rechnen, keine Excel-Tabelle. Es ist ein Spüren. Und manchmal fühlt es sich fast wie etwas Engelhaftes an, wie eine leise Stimme, die sagt: das darf bleiben, das andere darf gehen. Und für mich gibt es einen zentralen Wert, der sich durch alles durchzieht. Das ist die Leichtigkeit. Leichtigkeit heißt nichts Schweres mitschleppen. Nicht im Keller, nicht im Herzen, nicht im Rucksack. Leichtigkeit heißt 5 gerade sein lassen, Dinge locker nehmen, nicht alles so ernst. Leichtigkeit heißt fröhlich sein, dankbar sein, mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Leichtigkeit bedeutet für mich, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind. Und genau deshalb ist Leichtigkeit mein Kompass. Wenn etwas mich leicht macht, darf es bleiben. Wenn es mich schwer macht, darf es gehen. Und was ich an Ninas Buch so schön finde, sie beschreibt den Widerspruch der Fülle. Fülle will gleichzeitig viel und gleichzeitig gar nichts. Sie ist neugierig, sie will erleben, ausprobieren, wachsen und gleichzeitig ist sie völlig zufrieden im Jetzt. Und genau das ist die Freiheit. Ich darf träumen, ich darf mehr wollen, ich darf neugierig sein, aber
Ich brauche es nicht. Ich bin schon jetzt erfüllt und bleibe trotzdem offen. Diese Balance zu halten, das ist die Kunst. Ja, und genau hier möchte ich mit euch tiefer ins Buch von Nina Brockmann eintauchen. Nina beschreibt 11 Gesetze der Fülle. Ich möchte sie euch kurz vorstellen mit ihren Worten und mit meinen Erfahrungen und mit kleinen Übungen, die ihr sofort in eurem Leben ausprobieren könnt. Lasst uns also mal in diese Gesetze hineingehen. Das erste Gesetz der Fülle lautet: Du bist die Quelle. Fülle kommt nicht von außen, sie beginnt in dir. Und wie Nina sagt, wenn Fülle die Quelle ist und wir dieser Quelle entspringen, wie können wir dann etwas anderes sein als Perfektion? Das hat mich tief berührt, denn oft glauben wir, erst wenn ich mehr Geld habe, bin ich frei. Erst wenn ich mehr Zeit habe, bin ich reich. Aber das verschiebt Fülle immer in die Zukunft. Die Wahrheit ist, Fülle beginnt jetzt in dir. Und du bist die Quelle. Eine kleine Übung fragt dich heute: Wo bin ich schon reich? Vielleicht in Beziehungen, in Erfahrungen oder in Möglichkeiten. Das zweite Gesetz der Fülle lautet: Erschaffe ein Vakuum. Leere macht Angst und doch ist sie magnetisch. Ein leerer Raum zieht Neues an. Wenn ich eine Schublade leer räume, wenn ich eine Stunde frei halte im Kalender, dann entsteht Raum. Und in diesem Raum passiert etwas. Nina schreibt, Fülle kann nur dort einziehen, wo Platz geschaffen wurde. Und das erlebe ich immer wieder in meinem Büro, in meinem Leben, bei meinen Klienten. Eine kleine Übung für dich: Räume heute eine kleine Ecke frei. Nicht alles, nur einfach, nur eine Stunde und spüre, es ist nicht Verlust, es ist Einladung. Ja, das dritte Gesetz ist Identität neu wählen. Viele Menschen kleben an alten Etiketten. Ich bin chaotisch, ich kann nicht loslassen. Aber Identität ist kein Schicksal. Identität ist eine Entscheidung. Nina sagt, lasst uns eine Identität kreieren, die sagt, ich muss mich nicht zwischen A und B entscheiden. Ich kann alles haben, weil ich es bereits bin. Das ist kraftvoll. Wenn ich sage, ich bin jemand, der Leichtigkeit lebt, dann fange ich an, so zu handeln. Wenn ich sage, ich bin jemand, der vertraut, dann treffe ich andere Entscheidungen. Kleine Übung: Schreib heute, ich bin jemand, die oder der, und fülle den Satz neu. Gesetz Nummer 4. Verlust ist eine Illusion. Loslassen heißt nicht verlieren, es heißt verwandeln. Wenn ich ein Buch weitergebe, verliere ich nicht die Geschichte, sie bleibt in mir. Wenn ich ein Kleidungsstück verschenke, verliere ich nicht den Wert, ich schenke ihn weiter. Und auch beim größten Loslassen meines Lebens, beim Abschied meiner Mutter, habe ich gemerkt, ihre Essenz ist nicht verloren. Sie lebt weiter in mir, in ihren Worten, in ihrem Vertrauen. Gesetz Nummer 5 besagt, halte für möglich, was du möchtest. Alles beginnt mit dem, was du für möglich hältst. Wenn du sagst, das geht sowieso nicht, dann bleibt die Tür zu. Wenn du sagst, es darf möglich sein, dann öffnet sich die Tür. Nina sagt, Menschen in Fülle denken anders. Sie halten sie zuallererst für möglich, die Fülle. Das ist der Schlüssel. Möglich halten, bevor es sichtbar wird. Eine kleine Übung: Formuliere heute einen Satz, den du lange ausgeschlossen hast, und halte ihn für möglich. Gesetz Nummer 6 ist die gute alte Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch ein Magnet. Sie zieht mehr an, weil sie sendet Ich habe. Viele Menschen sagen, ich kann nicht dankbar sein, solange nicht alles perfekt ist. Aber genau das ist Mangeldenken. Fülle beginnt jetzt, und zwar mit Dankbarkeit. Eine kleine Übung: Schreibe heute 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Nicht groß, ein Gespräch, ein Blick, eine Tasse Kaffee reicht. Gesetz Nummer 7 heißt Liebe als Frequenz. Alles, was wir tun, tun wir aus Angst oder aus Liebe. Und je nachdem, woraus wir handeln, verändert sich das Ergebnis. Wenn ich aus Angst horte, wird mein Leben enger. Wenn ich aus Liebe gebe, wird mein Leben weiter. Kleine Übung: Frag dich bei deiner nächsten Entscheidung, handle ich gerade aus Angst oder aus Liebe? Gesetz Nummer 8 heißt Vertrauen in Versorgung. Wir wollen immer den ganzen Plan sehen, aber oft zeigt sich nur der nächste Schritt.
Und genau das ist Vertrauen. Zu wissen, dass der nächste Bissen kommt, auch wenn ich nicht das ganze Menü sehe. Noch nicht sehe. Kleine Übung. Frag dich heute, was ist mein nächster kleiner Schritt? Nicht alles, nur der nächste. Regel Nummer 9. Geben und Zirkulation. Fülle will fließen. Wenn du alles hortest, stagniert sie. Wenn du gibst, kommt sie zurück in neuer Form. Kleine Übung. Gib heute bewusst etwas weg und beobachte, was zurückkommt. Vielleicht gibst du etwas besonders Schönes weg, nicht etwas, das du nicht mehr brauchst. Regel Nummer 10 lautet Präsenz. Fülle ist nicht morgen, Fülle ist jetzt. Nina sagt, wenn du diesen Satz verinnerlicht hast, musst du nicht mehr manifestieren, um deine Wünsche zu erfüllen. Denn in Fülle lebend manifestiert sich alles von selbst. Kleine Übung. Atme tief und sage dir jetzt, ich lebe in Fülle. Gesetz Nummer 11 heißt Verkörperung. Am Ende reicht es nicht, die Gesetze zu kennen, wir müssen sie leben in unserem Zuhause, in unseren Entscheidungen, in unserem Lächeln. Kleine Übung, handle heute so, wie jemand handelt, der in Fülle lebt. Ja, das waren die 11 Gesetze der Fülle mit meinen Erfahrungen, meinen Bildern und den Worten von Nina und ihrem Buch 4 Worte. Ja, und du siehst, Minimalismus und Fülle sind kein Gegensatz. Minimalismus ist der Weg in die Fülle. Wenn dich das Buch interessiert, ich habe dir unten den Link gesetzt. Das ist ein sogenannter Affiliate-Link. Ich bekomme eine kleine Provision, wenn du darüber kaufst. Für dich bleibt der Preis genau gleich, aber so unterstützt du meinen Kanal und ich danke dir dafür. Und wenn du diesen Weg tiefer gehen möchtest, du kannst jederzeit ein Gespräch mit mir buchen, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder an einem meiner Kurse teilzunehmen, schreib mir einfach eine E-Mail stefan@minimalismusbüro.com oder schau dir meinen Minimalismusbüro-Kurs online an, ein kompletter Videokurs mit klaren Schritten, mit Werkzeugen und wenn du willst auch mit monatlichen Live-Calls und einer Community von echt coolen Leuten, die dich trägt. Alle Infos findest du unten. Ja. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Wo in deinem Leben spürst du gerade Mangel und wo spürst du Fülle? Was ist für dich ein Wert, der dich trägt? Ich habe gesagt, bei mir ist es Leichtigkeit. Und was wäre das Erste, das du loslassen könntest, um mehr Raum für Fülle in deinem Leben zu schaffen? Schreib mir deine Gedanken unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Ich lese und beantworte alles persönlich. Also nimm dir heute einen Moment, atme, spanne die Segel und vertraue, dass der Wind kommt. 4 Worte, die alles verändern können. Du kennst sie mittlerweile. Ich lebe in Fülle.